How can I go on when you leave me, baby? Falling in love, go straight to your heart and your soul, losing control. Kommt da noch was? Warum ist denn diese dämliche Tasche... Scheiße, Sebastian hat uns reingelegt, ich jetzt wissen muss. Wo ist das Geld? An einem sicheren Ort. Das ist ein Foto von dir. Mit Text. Auf jeden Fall meint das Was hältst ernst. du davon, wenn wir den Sparbereich einfach zusammen besichtigen? Ich kenne den Besitzer, ich kann uns sofort einen Termin geben lassen. So wie es aussieht, kann ich leider nicht mitkommen. Guck dir einfach alles in Ruhe an und dann wirst du schon sehen, ob das mit der Kirschholzverschalung alles funktioniert. Ich vertraue dir. Stör ich? Schade. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr hier eine Poolparty feiert, dann wäre ich natürlich früher gekommen. Es war keine Poolparty. Was denn dann? Ein Miss Wet T-Shirt Contest mit nur einer Teilnehmerin? Was machst du überhaupt hier? Hast du nicht einen Termin? Ich kann auch noch ein paar Erinnerungsfotos machen, weil es so schön war. Tristan. Bella hat recht. Ich bin in den Pool gefallen und habe sie hinterhergezogen. Wie ihr da reingekommen seid, interessiert mich nicht. Die Frage ist nur, was ihr da drin gemacht habt. Was ist? Wollt ihr mich nicht einweihen? Mein Gott, wir haben rumgeblödelt. Das ist alles. Glaubst du, wir können noch ein paar trockene Klamotten für mich organisieren? Ich kümmere mich drum. Ich frag dich jetzt noch mal, Ansgar, wie konnte er hier dieses Foto von dir machen? Du verstärkst jetzt die Security. Ich habe keine Lust, eine tatsächliche Todesanzeige schalten zu müssen. Ich muss dringend mit Justus reden. Irgendwo im Sicherheitssystem gibt's eine Lücke. Hammer, hier geht es um 100 Millionen. Das sind keine Peanuts. Ich wäre auch stinkig. Verdammt nochmal, ich habe Berg für seine dämliche Pipeline lediglich eine mündliche Zusage gegeben. Nachdem er für dich das veruntreute Geld aus dem Lahnstein-Imperium gewaschen hat? Für mich klingt das ziemlich verbindlich, Ansgar. Aber das kannst du Vincent Berg ja auch gerne selbst erzählen. Er lädt dich ein zu einem klärenden Gespräch. Du wirst von seinem Fahrer abgeholt. Das wird bestimmt nett. Vermutlich hast du auch schon einen Plan, wo du die 100 Millionen herkriegst. Einen Kontakt hätte ich, der an so einem Geschäft interessiert sein könnte. Ja, dann kontakte doch mal. Tanja, wenn ich falle, fällst du auch. Die Unterlagen von LCL dupierst du am besten im ganzen Zimmer, denn die Frau vom Jugendamt soll doch nicht mitkriegen, dass ich Job und Kind perfekt unter einen Hut bringe. Das heißt drapieren. Was? Na, vergiss es. Ich finde, du hast ganze Arbeit geleistet. Ja, wir wissen ja nicht, wann die Frau vom Jugendamt hier reinschneit. Ob heute, morgen, nächste Woche. Und deswegen muss es am besten immer so aussehen, als ob wir hier zusammen wohnen. Tut es. Es ist richtig gemütlich. Schön, dass es dir gefällt. Aber du schläfst schon noch drüben, ne? Natürlich. Ich hoffe, sie kauft uns ab, dass wir ein richtiges Paar sind. Ich denke schon. Und dann kannst du Maximilian adoptieren und wir sind eine richtige Familie. Da freue ich mich schon drauf. Du. Das dauert aber noch, bis Maximilian läuft. Sag mal, nimmst du die Sache hier eigentlich ernst? Die Frau vom Jugendamt hat gesagt, dass sie überprüfen muss, ob Maximilian in gesicherten Verhältnissen groß wird. Ich glaube, du nimmst das ein bisschen zu wörtlich. Das ist doch egal. Hauptsache, die Frau vom Jugendamt schreibt in ihr Gutachten, dass wir gute Mütter sind. Ich finde das toll, wie du dich hier reinhängst. Ich denke eben mit. Allerdings, also, es ist ja klar, dass ich hier die Frau in der Beziehung bin und deswegen müssen wir dich noch ein bisschen umstylen.
Ja, Was ist das? deine neue Garderobe. Ist nicht dein Ernst. Och, und ich habe auch schon einen Friseurtermin ausgemacht und ich glaube, kurze rote Haare würden dir super stehen. Fass mich nicht an. Natürlich ist das nur kurzfristig. Und es ist auch eine ganz hervorragende Investition. Ja. Das werden Sie bereuen, Herr Mülheimer. Wissen Sie was? Kümmern Sie sich doch einfach um Ihren eigenen Scheiß, Sie widerliche Mutation. Von einem Tourette-Syndrom war im Krankenhaus eigentlich nicht die Rede. Dieser Volltrottel meint, ich soll mich um meine Genesung kümmern, statt ihm windige Geschäfte vorzuschlagen. Okay, was ist dein Plan B? Ach, komm schon, Ansgar, jetzt mach hier nicht einen auf Schwächeanfall. Hat es dir die Sprache wieder verschlagen? Danke, geht schon. Jetzt hör mir mal zu. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für einen Zusammenbruch. Tanja, ich lag im Koma. Die Betonung liegt auf lag. Reiß dich jetzt zusammen. Werksleute kommen gleich. Dann solltest du ein bisschen Souveränität ausstrahlen. Papa? Geht's dir gut? Ja, mit Papa ist alles in Ordnung. Wirklich? Ja, natürlich. Bringst du mich eigentlich heute Abend zum Bahnhof? Wir bringen dich beide, ja? Dann fällt der Abschied nicht so schwer, wenn du wieder ins Internat musst. Auf jeden Fall fährst du nicht alleine. Natürlich fahre ich nicht alleine. Ich fahre auch mit meinen Klassenkameraden. Papa meint eher, dass jemand mitkommt, der etwas länger auf dich aufpasst. Ein Bodyguard? Wie im Film? Ja, so ungefähr. Aber nur für eine kurze Zeit. Sind etwa Gangster hinter uns her? Nein, natürlich nicht. Und wenn, dann mache ich sie alle fertig. Wer ist jetzt hier die Frau? Wir können gerne tauschen. Darum geht es mir doch gar nicht. Weißt du, ich denke hier an alles und du machst einfach nur auf beleidigte Leberwurst. Ich habe einfach keine Lust, mich optisch zu verändern. Ach, ich habe mich doch auch extra umgezogen fürs Jugendamt, nur weil du es wolltest. Ein paar Stunden und du sahst immer noch aus wie eine Leuchtreklame. Danke. Ich kann ja wohl alles tragen. Ich aber nicht. Und vor allen Dingen nicht diesen Holzfäller-Look. Ja, aber irgendjemand muss doch in unserer Beziehung den männlichen Part übernehmen. Und ich kann das ja offensichtlich nicht tun. Natürlich nicht. Aber du raffst auch einfach nicht, dass Lesben heutzutage nicht mehr aussehen, wie du das aus deinen Zeichentrickfilmen kennst. Aber es weiß doch jeder, dass es in einer Homo-Beziehung einen männlichen und einen weiblichen Part gibt. Wer sagt das denn? Ja. Jeder. Gut, dann rufe ich jetzt Marlene und Rebecca an und die werden dir bestätigen, dass das nicht stimmt. And you can hear she's a beautiful girl, she's a beautiful girl. Bella? Wir beide unterhalten uns jetzt mal ganz in Ruhe. Klar. Herr Flahnstein, ich darf davon ausgehen, dass Sie meinen kleinen schriftlichen Gruß erhalten haben? Ich hätte sicherlich ein anderes Design bevorzugt. Wenn man sich Todesanzeigen aus nachvollziehbaren Gründen nicht selbst aussucht, kann es zu geschmacklichen Unstimmigkeiten kommen. Ich wollte Sie auf diese Weise nur erneut daran erinnern, wie ernst ich unsere Verabredung nehme. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir uns auch anders einigen können. Dann hegen Sie nicht mehr die Absicht, die 100 Millionen Euro in meinen Pipelinebau in Russland zu investieren? Grundsätzlich schon. Es gibt da einen kleinen temporären
finanziellen Engpass. Sie formulieren zwar knapp, sprechen aber ziemlich flüssig. Nach Ihrem Schädel-Hirntrauma. Erstaunlich. Darf ich mich erkundigen, wie Sie mit den anderen Folgeschäden Ihres Unfalls zurechtkommen? Wovon reden Sie? Nun, ich rede von Schwindel, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, einem allgemeinen körperlichen Schwächegefühl. Danke, bestens. Ich kann nicht klagen. Sie lügen. Aber mir soll's nur recht sein. Das erleichtert das Prozedere. Es würde niemanden wirklich überraschen, wenn Sie plötzlich verscheiden. Da, 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 da. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Das ist der Basic Look. Den kann man natürlich jederzeit aufpeppen. Ich habe ganz, ganz viele Accessoires gekauft. Könnt ihr bitte Jessica sagen, dass das eine Schnapsidee ist? Ach nee, du, ich habe bestimmt noch den einen oder anderen Tipp. Hast du nicht eine Auszeit? Habt ihr nicht was Besseres zu tun? Nee, du, ich helfe wirklich gerne. Dana, jetzt zick hier mal nicht so rum. Ich habe nicht ewig Zeit, ja? Ich muss noch die ganzen Unterlagen für mein Homeoffice holen. Das hier noch. Das ist doch total autistisch. Authentisch. Ja, meinte ich doch. Und sag mal, hast du vielleicht noch so eine Baseballkappe oder so? Nee. Aber ich habe ein Beanie aus Stoff. Ist sowieso viel hipper. Und an was für Schuhe hast du gedacht? Pumps. Quatsch. Nein. Das ist viel, viel Besseres. Hier? Vergiss es. Das ist doch super. Jetzt fehlt nur noch der Kurzhaarschnitt. Hast du noch einen Filzstift? Wozu das denn? Naja, es fehlt noch das Tüpfelchen auf dem I. Und? Super. Und jetzt würde ich Dana noch so einen Schnauzer malen. Okay. Jessica, das war ein Witz. Sehr witzig. Entschuldigt mir, das ist aber im Ernst jetzt. Ich meine, das ist ja wirklich süß, wie viel Mühe du dir gibst, aber damit eure Beziehung authentisch wirkt, da musst du Dana doch nicht umstylen, oder? Einer von uns muss doch den Mann geben. Ach Quatsch, das ist totales Klischee. Oder hast du Marlene schon mal mit Krawatte gesehen? Andi? Hab ich doch richtig gehört. Was machst denn du hier? Ich zieh mich um. Heißes Outfit. Idiot. Bella und ich, wir haben uns so ein Hotelspa angesehen wegen unserem Bauprojekt. Naja, und wir sind halt im Pool gefallen. Und ich frag besser mal nicht wie. Wie ist auch völlig egal. Was da in dem Pool passiert ist, das ist wichtig. Ihr habt ein Wasserballett aufgeführt. Olli, wir haben uns fast geküsst. Was? Gibt's eigentlich nicht viel zu reden. Okay. Andi hat mich in den Pool gezogen. Ich wollte mich rächen und... Gut, das klingt albern, aber so war es, wirklich. Also für mich klingt das eher sexy. Sie war so nah an meinem Gesicht. Ich konnte sogar ihr Shampoo riechen, Granatapfel. Das heißt doch nicht, dass sie dich küssen wollte. Was denn sonst? Was weiß ich? Das war ganz harmlos, ehrlich. Weißt du, das Problem ist, wenn jemand sagt, es war ganz harmlos, dann bedeutet das meistens, dass es nicht harmlos war. Hey, es gibt keinen Grund zur Eifersucht, Tristan. Bella, du hängst mit klatschnassen, fast durchsichtigen Klamotten an diesem Bauarbeiter dran und sagst mir, ich soll nicht eifersüchtig sein. Warum glaubst du mir nicht? Ich glaubte ja, dass nichts passiert ist, aber die Frage ist, was wäre passiert, wenn ich nicht gekommen wäre? Jean-Luc hat bei der Fremdenlegion einen reichhaltigen Erfahrungsschatz sammeln können. Er liebt es, mit dem kleinen Finger zu beginnen. Das ist doch ein lukratives Geschäft für uns beide.
Mir sind nur momentan die Hände gebunden. Ich habe etliche Millionen Euro aufwenden müssen, damit der Pipelinebau in diesem Naturschutzgebiet genehmigt wurde. Sie verstehen sicherlich, dass meine Geduld begrenzt ist. Was hätten Sie denn davon, mich umzubringen? Dann bekommen Sie gar kein Geld. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt, Sie bedauerlicherweise Ihren nicht. Wenn ich kein Exempel statuiere, könnten meine Geschäftspartner das als laissez-faire auslegen und sich an ihrer Zahlungsmoral ein Beispiel nehmen. Wissen Sie was? Dieser Mafia-Tonfall wirkt ein bisschen lächerlich auf mich. Was soll das sein? Galgenhumor? Vincent, Sie kennen mich. Sie kennen meine Firma Lahnstein Enterprise. Es ist ein Weltkonzern. Dann dürfte es doch kein Problem für Sie darstellen, das Geld aufzutreiben, oder? Natürlich nicht. Ich brauche nur mehr Zeit. Wie viel mehr? Eine Woche? In Ordnung. Sie werden sehen. Als Anzahlung Garantie zahlen Sie mir 10 Millionen. Wir treffen uns heute Nachmittag um 4 im Schneiders. Dann haben Sie die Summe dabei. Und, ach bitte, ich bevorzuge Barzahlung. Kannst du die Sachen denn noch umtauschen? Ja, ich bin ja nicht ganz doof. Tut mir leid, ich wollte dich nur ein bisschen foppen. Vielleicht seid ihr auch Ausnahmelesben und merkt das nicht. Jetzt sei doch nicht beleidigt. Es ist nur, dass diese Vorurteile wahnsinnig nerven. Warum denkt jeder Hetero, dass in einer Beziehung zwischen zwei Frauen ein Mann sein muss? Ja, oder dass man Lesben an ihrer Kleidung erkennt. Ja, bei mir denkt man ja auch immer gleich, blond heißt blöd. Ich hab's nur nicht so mit Fremdwörtern. Dafür bist du voll autistisch. Wie machen wir das jetzt mit der Frau vom Jugendamt? Wenn die nicht denkt, dass wir ein Paar sind, dann können wir das mit der Adoption knicken. Wir kriegen das schon hin für Maxchen. Vielleicht müsst ihr euch ja auch gar nicht verstellen. Aber ich bin nicht lesbisch. Ich weiß. Aber ihr geht so vertraut miteinander um. Die Frau vom Jugendamt wird keine Sekunde daran zweifeln, dass ihr zusammen seid. Ja, ich finde, Marlene hat recht. Ihr streitet euch wie ein Paar, ihr versöhnt euch wie ein Paar, ihr wirkt wie ein Paar, ihr seid ein Paar. Wie würdest du reagieren, wenn du mich mit einer anderen Frau im Pool erwischen würdest? Von erwischen kann ja nun wirklich keine Rede sein. Bella, ich habe Augen im Kopf. Okay. Vielleicht hast du recht. Da war ein komischer Moment zwischen Andi und mir im Pool. Mindestens verarsch mich jetzt nicht mehr. Aber ich bin mir trotzdem zu 100% sicher, dass da nichts passiert wäre, auch wenn du nicht unterbrochen hättest. Das ist mir ein bisschen zu viel konditional in einem Satz. Tristan, ich liebe dich und ich würde dich nie betrügen. Findest du nicht, ich verdiene auch ein bisschen Vertrauen? Bella, ich vertraue dir. Aber es macht unsere Beziehung nicht gerade einfacher, wenn diese Hohlbirne von gegenüber dir ständig hinterhersteigt. Andi und ich sind nur Kumpels. Das haben wir geklärt. Das ist Unsinn und das weißt du auch. Ich dachte wirklich, wir wären mit diesem Thema endlich mal durch. Ja, wir beide sind auch mit dem Thema durch, aber Andi ist es nicht. Und wenn du das nicht verstehst, dann haben wir einfach ein Problem. Warum? Andi hat das im Griff. Du hast doch gerade selbst gesagt, dass es einen komischen Moment zwischen euch beiden gab. Also mach dir bitte nichts vor, er steht immer noch auf dich. Und du kannst nicht einfach so mit ihm befreundet sein. Jedenfalls nicht, solange du mit mir zusammen bist. Willst du mir jetzt damit drohen? Nein, ich will dich einfach nur zum Nachdenken bringen. Du weißt ja, wo du mich findest. Und? Wie lief's? Aufschub. Berg hat mir Aufschub gewährt. Ist doch wunderbar. Allerdings muss ich 10 Millionen aufbringen bis heute Abend. Ich hoffe, du hast das Geld. Ich möchte nicht, dass Hannes zur Halbwaise wird. 8 Millionen kann ich aus meinem Privatvermögen locker machen, mehr nicht. Dann hol dir den Rest aus der Firma. Was? Mit deinem Ex als eifrigen Controller? Das kannst du vergessen. Sebastian hat dich verdrängt. Und jetzt?
Jetzt musst du mir helfen. Wie stellst du dir das vor? Soll ich Gitarre spielen in der Fußgängerzone? Du sollst mir die 2 Millionen geben, die du in der Schweiz gebunkert hast. Vergiss es, das ist meine Reserve. Stell dich nicht so an, du kriegst das Geld zurück. Nein, es war schwer genug, das Geld am Finanzamt vorbeizubekommen. Wenn das schief geht, dann habe ich nichts mehr. Und nichts ist definitiv zu wenig für eine Frau wie mich. Ohne mich hast du auch nichts. Irrtum. Ohne dich habe ich immer noch 2 Millionen. Lass dir was anderes einfallen. Hoffentlich dauert das nicht zu lange. Nach der Modenschau habe ich einen riesen Hunger. Keine Disziplin. Sag mal, und das Jugendamt kommt jetzt wirklich einmal die Woche zu euch? Ja. Vermutlich sogar für die nächsten 2 Jahre. Was? Was wollen die denn alles überprüfen? Naja, gestern haben wir uns erstmal nur mit der Frau getroffen und sie hat direkt gefragt, wer der Vater des Kindes ist. Ups. Kannst du laut sagen. Mega ups. Was habt ihr gesagt? Vater unbekannt. Aber ich meine, das fällt doch sofort auf. Ich meine, jeder weiß doch, dass Hagen der Vater von Jessicas Baby ist. Naja, und außerdem brauchen die nur einen von euren tratschigen Mitbewohnern fragen. Und was macht ihr dann? So ehrlich gesagt wissen wir das auch noch nicht so genau. Naja, eigentlich ist es ganz einfach. Wir müssen nur unsere Version ein bisschen abändern. Du warst zwar mit Hagen verheiratet, aber wir hatten alle miteinander wilde Liebe zu dritt. Vergiss es. So ähnlich war's doch. Das war jetzt nicht so gut, sorry. Naja. Also in erster Linie wollen die ja nur sicher gehen, dass Max jetzt in einer stabilen familiären Situation aufwächst. Und wie sieht das jetzt aus? Dein Mann stirbt und du bist lesbisch? Ja gut, vielleicht nicht so stabil. Also ich denke schon, dass es besser ist, wenn du denen sagst, dass du dich einfach in mich verliebt hast. Und dass das auch schon so war, als du mit Hagen noch zusammen warst. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja. Hallo. Ich wollte nur mal nachfragen, ob du schon wieder trocken bist, bevor ich zum Fitting muss. Ihr seid echt schlimmer als Mädchen, wa? Also, falls du Andys Mitteilungsbedürfnis und meinen Geschmack fürs Schöne meinst, dann ja. Bella, dir würde Reden auch nicht schaden, sonst bleibt vom Backofen gar nichts mehr übrig. Danke, ich habe schon mit Tristan gesprochen. Mein Bedarf ist gedeckt. So schlimm? Ja, wir haben uns ganz schön in die Wolle gekriegt wegen Andi. Du musst Andi klar machen, dass das mit dir und ihm nichts wird. Und das weiß er doch. Nein, das weiß er nicht. Andi hat behauptet, dass ihr euch im Pool fast geküsst hättet. Nee, jetzt, oder? Nein. Mann, ich meine, wie das eben so ist, wenn Mann und Frauen mit nassen Klamotten im Pool sind. Was soll das jetzt heißen? Hat's gebritzelt? Das heißt, dass ich nichts von Andi will. Ich bin glücklich mit Tristan. Ich liebe ihn. Dann sag Andi das, und zwar schnell. Bevor er sich noch mehr Hoffnung macht. Days with doctors and my nights with crooks, and all of them would sell me for a song. Tanja, wir müssen reden. Ich sehe, geht's dir besser. Ja, gut genug, um dich daran zu erinnern, dass wir ein Team sind. Dann sorg dafür, dass du auf der Gewinnerseite bleibst. Ja, und genau dafür brauche ich deine 2 Millionen. Und dann? Du bist nicht fit genug, um Berg auf Augenhöhe zu begegnen. Deswegen brauche ich ja das Geld und Zeit. Vergiss es. Ich gebe dir nicht meine eiserne Reserve. Lass dir was anderes einfallen. Tanja, ich bin deine Eintrittskarte für Königsbrunn. Ich kann den Geschäftsführerposten hier für LCL jederzeit neu besetzen. Du bist so gut wie tot und drohst mir? Nein, ich erinnere dich nur daran, dass wir ein Team sind. Oder glaubst du ernsthaft...
Oder glaubst du ernsthaft, Sebastian nimmt dich wieder auf? Darüber kann ich mir Gedanken machen, wenn ich ausgetrauert habe. Also eigentlich gleich. Na schön. Ein Anruf beim Finanzamt und du bist dein Geld in der Schweiz ohnehin los. Und sägst damit den Ast ab, auf den du dich so gern setzen möchtest? Ich bin deine einzige Verbündete, Ansgar. Du brauchst mich. Na schön. Tanja, eins sage ich dir. Wenn du mich jetzt im Stich lässt, bin ich mindestens genauso nachtragend wie du. Ich habe kein Problem damit, dich beim Finanzamt anzuzeigen. In Ordnung. Aber es ist nur ein Darlehen. Hast du mich verstanden? Sorg dafür, dass du das Geld schnell organisierst. Ich treffe mich um 4 mit Berg. Ja. Hi. Ich wollte dich fragen, ob du die Bademäntel zurückbringen kannst. Ja, klar. Und beim nächsten Mal ziehen wir uns vielleicht vorher aus, bevor wir schwimmen gehen. Darüber wollte ich auch noch mit dir reden. Du meinst, wie wir uns fast geküsst haben? Andi, wir haben uns nicht fast geküsst. Und wenn, dann hast du mich fast geküsst. Also doch fast geküsst. Bullshit, Andi, hör auf. Komm, das war poolnasse Klamotten, ein bisschen gekabbelt. Das ist reinste Biologie, okay? Da heizt sich so eine Stimmung schon mal auf. Wir sind menschliche Wesen. Ich meine, das hat nichts mit dir zu tun, verstehst du? Oder mit mir. Ich liebe Tristan und ich bin deshalb mit ihm zusammen. Verstehst du das? Ja, klar. Ich meine, du hast jetzt 2-mal gesagt, verstehst du das? Okay, dann schlage ich vor, wir haken die ganze Sache einfach ab. Sehe ich exakt genauso. Gut. Sag mal, kann ich heute Nachmittag vielleicht ein paar Überstunden abbummeln? Ja, klar. Grüß Tristan von mir. Besser nicht. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Bis morgen. Ja, bis morgen. Du brauchst jetzt ein bisschen moralische Unterstützung. Ich wünsche mir jeden Tag, dass Hagen noch im Leben ist. Ich wünsche mir, dass er einfach da ist und dass er neben mir liegt. Ich weiß. Es ist so verdammt schwer loszulassen. Und jetzt soll ich unsere Liebe einfach so durch den Dreck ziehen. Was ist denn dabei, wenn sie halt sagt, dass sie Hagen, ich meine, das ist so eine Theorie. Die Ehe mit Hagen, die ist ja eben heilig. Ich check das nicht. Ich meine, sie hat kapiert, dass Hagen tot ist. Warum ist es ihr denn so wichtig, was irgendeine Jugendamtstante denkt? Vielleicht hat sie ja das Gefühl, dass sie Hagen sonst irgendwie verrät. Die Adoption scheint ja jedenfalls sehr wichtig zu sein. Ja, sie will endlich eine richtige Familie haben. Bei ihr lief es damals nicht so gut und sie will, dass Maximilian es besser hat. Ja, aber denkst du nicht, dass du gerade deshalb über deinen Schatten springen kannst? Na toll, Dana und Hagen. Immer dreht sich alles um die, aber was ich dabei denke, interessiert niemanden. Okay, ich muss zwar eigentlich zur Anprobe, aber wie geht's dir mit der Sache? Schlecht. Alle Typen denken, ich bin lesbisch und ich will nicht als Nonne enden. Ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. Seit meiner Verlobung wurde ich nicht mehr angebaggert. Ja, das könnte auch daran liegen, dass du Dana den Antrag in aller Öffentlichkeit mitten im No Limits gemacht hast. Das sollte doch echt wirken. Ich will so schnell wie möglich offiziell Maximilians Mutter werden. Aber ich kann Hagen nicht verraten. Es geht einfach nicht. Dana, du weißt, wie groß deine Liebe zu Hagen ist. Deine Familie weiß es. Deine Freunde wissen es. Was interessiert dich da, was das Jugendamt denkt? Hagen hätte es so gewollt. Du tust es für seinen Sohn. Gewonnen! Geschummelt! Quatsch. Das habe ich auch immer gesagt, Warum springt Justus wie ein Känguru auf LSD durchs Schloss? weil er schlecht dafür bezahlt wird. Und warum folgt mir seit Neuestem so ein humorloser Gorilla, der auch noch stumm zu sein scheint? Weil wir angeblich von Gangstern gejagt werden. Nein, Blödsinn. Dein kleiner Bruder schaut nur in letzter Zeit ein bisschen viel fern.
Und warum fährt mich dann ein Bodyguard ins Internat? Was? Ach, und ich habe jetzt auch so einen an der Backe. Wieso? Also, jetzt hört mal zu. Wir sind eine wohlhabende Familie und in dem Zusammenhang sind Entführungen nichts Außergewöhnliches. Ich glaube, du schaust zu viel fern. Nein, ich habe nur ganz gern alles unter Kontrolle. Und? Hast du? Klar? Frau von Lahnstein? Ich dachte eigentlich immer, Ihre Bank ist für Ihre Pünktlichkeit bekannt. Das gilt offensichtlich nicht für die Niederlassung in Deutschland, ne? Entschuldigen Sie, ich bin gekommen, so schnell ich konnte. Das System sollten Sie vielleicht auch noch mal überdenken. Wenn Sie mir den Empfang 2 Millionen Euro bitte quittieren würden. Auf Wiedersehen. Schade. Zum Verreisen ist er zu klein. Keine Sorge, Sebastian, so schnell wirst du mich nicht los. Fragt sich nur, wie lange noch? Gibt's Ärger im Paradies? Gibt es das? Ich hatte den Eindruck, Ansgar ist nicht besonders gut auf dich zu sprechen. Worum ging's? Nichts, was ich nicht wieder gut machen könnte. Versöhnungsex ist der schönste, erinnerst du dich? Es muss doch wahnsinnig anstrengend sein, ständig von der Gunst der Männer abhängig zu sein. Immer in dieser Angst zu leben, auf der Straße zu landen, kein Geld zu haben. Und das, wo du doch so gern alles unter Kontrolle hast. Spar dir dein therapeutisches Gesülze doch für jemanden auf, den es wirklich interessiert. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Den werde ich haben. Und ich frage Sie, Dana Wolf, ist es Ihr freier Wille, mit dem hier anwesenden Hagen von Lahnstein die Ehe einzugehen? Ja. Ich bring dich zu Mama. Guck mal, hier Endlich bist du wach. Hast schon den ganzen Tag verschlafen, wie die Mama 1. Die braucht auch immer ihren Schönheitsschlaf. Aber du hast auch echt was verpasst. Die Mama, die wollte mich heute zum echten Kerl machen. Mit Holzfällerhemd und Schnürstiefel. Ja, ich gebe zu, das war jetzt vielleicht nicht einer meiner besten Ideen. Das ist ja nur gut gemeint. Hm? Seien wir mal ehrlich. Ich sehe zwar besser aus als du, aber du hast eindeutig mehr an der Birne. Wie kommst du jetzt darauf? Ich habe nachgedacht. Und wir müssen wirklich zurück zur Wahrheit. Ja, das stimmt. Wir lügen zu viel. Ich will das nicht und ich will nicht, dass der Kleine mit 1000 Lügen aufwächst. Ich auch nicht. Aber das heißt, dass wir jetzt das Ganze lassen? Vielleicht können wir ja einfach ein bisschen weniger lügen. Vielleicht. Ich lebe nämlich wirklich gern mit dir zusammen. Ich auch mit dir. Wir sind sowas von stabil. Ey, verdammt, so stabil war ich noch nie. Und das Wichtigste ist doch, dass du Mama 2 bist, oder? Ja, eigentlich stimmt alles. Es stimmt wirklich alles, nur das mit uns stimmt nicht. Also nur eine ganz, ganz kleine Lüge. Ja, jetzt müssen wir uns nur noch auf eine Geschichte fürs Jugendamt einigen. Hi. Was machst du denn hier? Solltest du nicht arbeiten mit Andi? Ich habe mir freigenommen, um nachzudenken.
du hattest recht. Andi steht noch auf mich, aber das ist sein Problem und nicht unseres. Hast du mit ihm geredet? Ja. Ich will nicht, dass sich das zwischen uns drängt. Weißt du, Andi kann sich nur zwischen uns drängen, wenn du es zulässt. Aber ich liebe dich. Ich dich auch. Was hast du mir da eigentlich mitgebracht? Picknick. Picknick? Mhm. Champagner, Käse, Lachshäppchen. Oh. Das ist ja alles genau nach deinem Geschmack, oder? Ich hatte irgendwie was gut zu machen und ich dachte, ich lasse den Bierkasten die Currywurst mal zu Hause. Aber eigentlich habe ich gerade gar keinen Hunger. Hey, ich wollte fragen, ob du noch was für die Wäsche hast. Ja, hier, das hier aber nicht. Die beiden kommen zurück. Die sind von diesem Hotelspa. Aha. Und warum hängst du die dann auf? Ja, ich wollte was checken. Naja, wie die zusammen nebeneinander aussehen. Mhm. Zufrieden mit dem Ergebnis? Ich finde, die sehen aus, als würden die zusammengehören. Wie sollen die auch sonst aussehen? Das sind zwei identische Hotelbademäntel. Oh nee, Fritsche, du bist ja noch beknackter, als ich gedacht habe. Andi, es kann sein, dass diese zwei Bademäntel zusammengehören, aber Bella, die gehört zu Tristan. Hat Bella mit dir geredet? Ja. Lässt du jetzt die Finger von ihr? Nö. Hat sie denn irgendwie angedeutet, dass sie doch was von dir will? Ja, im Gegenteil. Ja, warum schlägst du sie dir dann Ganz nicht aus dem genau, das Kopf? werde ich nicht machen. Ich weiß, dass sie mit Tristan zusammen ist. Und ich weiß auch, dass ich mehr bin als nur ein guter Kumpel. Andi, ich mein's doch nur gut. Du warst aber auch nicht dabei. Ich weiß doch, welche Schraube auf welche Mutter gehört. Und sogar mit verbundenen Augen. Und was soll das heißen? Dass ich um sie kämpfen werde. Olli, und jetzt geh bitte. Nein, bitte bleib noch ein bisschen. Och, Fritsche. Okay, also die Wahrheit. Fast nichts als die Wahrheit. Hagen und du, ihr hattet einen One-Night-Stand. Sowas passiert unter guten Freunden. Und wir drei sind schon seit Jahren gute Freunde. Ja, genau. Und dann haben wir uns einfach entschlossen, das Kind zu dritt großzuziehen. Und nach Hagens Tod waren wir füreinander da. Und dann kam eins zum anderen und Rumstibums. Alles war? Bis auf das Rumstibums. Okay. Und jetzt die Details? Ja, also, wie und wann hast du dich in mich verliebt? Das war, als Hagen vermisst wurde. Das war eine schreckliche Zeit und du warst für mich da. Ja, irgendjemand musste sich ja um dich kümmern. Genau. Und eines Abends, da standst du im sexy Negligé vor mir und ich dachte so, wow, bam. Das Nachthemd war schuld. Ich weiß zwar, dass ich rattenscharfe Outfits habe, aber wir brauchen eine bisschen glaubhaftere Geschichte, Dana. Okay. Naja, also du warst für mich da und eines Tages wurde aus Freundschaft Liebe. Okay. Und wir zwei sind jetzt ungefähr seit 2 Monaten zusammen. Genau. Und Maxi und du, ihr seid die wichtigsten Menschen in meinem Leben und ich will den Rest meines Lebens mit euch verbringen. Oh,
Das war die schönste Nicht-Liebeserklärung, die ich je bekommen habe. Ja, dann müssen wir das jetzt nur noch dem Jugendamt so erklären. Ja. Das mit Hagen, das müssen die eben schlucken. Da haben die halt was falsch verstanden. Maxi, du und ich. Wir sind die Wahrheit. Ja, dürfen meine Boxershorts und ich jetzt diese Nacht bei euch schlafen? Sag mal, spinnst du? In dein Bett kommt nur Maxi oder mein nächster One-Night-Stand. Schade. Graf Lahnstein. Herr Berg. Wie ich sehe, kann ich mich ja doch auf Sie verlassen. Natürlich. In diesem Koffer hier sind 8 Millionen. Man muss kein Rechenkünstler sein, um festzustellen, dass damit noch 2 Millionen Euro fehlen. Das ist richtig. Die sind unterwegs. Das hoffe ich. Es wäre doch sehr bedauerlich, wenn Sie Ihre exquisiten Zigarren bald nur noch mit links rauchen könnten. Ich musste das Geld über Umwege aus der Schweiz kommen lassen, aber das sollte jeden Moment hier sein. Tanja, ich sitze hier gerade mit meinem guten Geschäftsfreund Herrn Berg und eigentlich warten wir nur auf dich. Oh, das tut mir aber leid. Was ist? Hast du das Geld? Ja, natürlich. Dann schwing deinen süßen Arsch hierher. Wieso bist du so ungeduldig? Ich denke, dein Treffen mit Berg ist bestimmt sehr unterhaltsam. Hat er seinen Handlanger dabei? Und er ist groß, stark und kompromisslos, ne? Tanja, was willst du? Eine Absicherung. Du kannst froh sein, dass ich dich auf deinem Posten als Geschäftsführerin bei LCL lasse. Ich glaube nicht, dass das der richtige Zeitpunkt für wilde Drohungen ist. So, falls es darauf hinausläuft, ich kann dir die Anteile an LCL nicht überschreiben, weil das ein Familienunternehmen ist. Also, was willst du von mir? Firmenanteile, du denkst immer so materialistisch. Ich finde, Du solltest deine emotionale Seite mal wieder aktivieren. Die ist ein bisschen zu kurz gekommen in letzter Zeit, hm? Tanja, was willst du? ich will einen festen Platz. Auf dem Schloss bei LCL und in deinem Herzen. Das kann nicht dein Ernst sein. Doch, Schatz. Ich will, dass wir heiraten